Diese Wucht hat man mal richtig auf dem Platz gespürt. Schön angeschlagene Boxer sind immer am gefährlichsten und da klatsche ich mir gerne mal so aufs Gesicht. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Nach der Champions League ist vor der Bundesliga und am Wochenende wartet Leipzig auf uns. Darüber möchte ich sprechen mit einem Premierengast bei uns hier. Salih Özcan ist da. Hallo Salih. Hallo. Wir müssen aber zuerst noch über Dienstag sprechen. Nach deiner Bundesliga-Premiere hast du gesagt, ich zitiere, es war unbeschreiblich. Wie war es denn jetzt nach deinem Champions League-Debüt? Ja, ich glaube, das war nochmal anders. An sich war das Bundesliga-Debüt heim, vor allem bei der Kulisse, glaube ich, ja, unbeschreiblich schön. Diese Wucht hat man mal richtig auf dem Platz gespürt. Klar hatte ich die Wucht auch mal gegen mich hier, aber ja, dass die Wucht jetzt mal hinter mir stand, war natürlich schön. Und Champions League ist natürlich nochmal eine besondere Atmosphäre. Ich glaube, ich habe es genossen, dass es so gut lief, habe ich mir gehofft und war natürlich umso schöner. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen beschreiben, wie so der atmosphärische Unterschied ist zwischen Bundesligaspielen und Champions League-Spielen in diesem Stadion. Ja, ich glaube, von den Fans her, natürlich sind die Fans noch ein bisschen angespannter und freuen sich umso mehr. Und ich glaube, als Spieler persönlich ist das geil, wenn man dann einfach beim Anlaufen danach die Musik hört. Ich glaube, da kriegt, glaube ich, jeder Spieler Gänsehaut und das habe ich einfach genossen. Kommen wir mal zum 3-0. Es war ja sportlich gesehen eigentlich ein blitzsauberer Sieg. Aber wie sauber war es denn? Beziehungsweise was muss man dann noch verbessern? Da kommen ja auch noch ein paar andere Gegner, gerade in der Champions League. Ja, blitzsauber würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir haben vor allem am Anfang die erste Minute in den Kopenhagen eine Großchance geliefert, sage ich mal. Und nach der Halbzeit, ich glaube, wenn die Bälle reinmachen, dann sieht es noch mal ein bisschen schwieriger aus für uns. Ansonsten haben wir natürlich es im Grunde gut gespielt. Ich glaube, wir haben das, was wir vorhatten, gut durchgespielt. Haben versucht, mehr über die Außen zu kommen, weil ja, die Kopenhagener ja das Zentrum dicht halten wollen. Ja, haben so Chancen kreiert und dadurch auch gewonnen. Ja. In der vergangenen Saison mussten wir relativ häufig über Gegentore sprechen. Das sieht jetzt zumindest etwas anders aus. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit unserem Gast zu tun. Wir wollen das mal mit Zahlen unterlegen. Nennen wir ihn mal den defensiven Stabilisator. In 3 Spielen, in denen Salih zuletzt auf dem Platz stand, gab es kein einziges Gegentor. Überhaupt wurden in den 270 Minuten nur 7 Schüsse auf unser Tor abgegeben. Und Salih, du hast starke 57% deiner Zweikämpfe gewonnen. Ich würde sagen, das kann sich ganz gut sehen lassen. Ich sage einfach mal, seitdem du auf dem Platz stehst, steht die 0. Kann man das so sagen? Ja, kann man so statistisch gesehen sagen. Ich glaube, es ist auch schön für mich, zu 0 zu spielen. Aber da sind natürlich auch andere Faktoren im Spiel. Natürlich die Innenverteidigung, die das souverän macht. Torhütertechnisch, Gregor Kobel natürlich, muss man sagen, hat die letzten Partien unfassbar gut gehalten. Alex aber auch? Alex jetzt bei seinem Champions League-Debüt auch natürlich. Ja, es ist jetzt nicht wegen mir, sage ich mal. Natürlich trage ich meinen Beitrag dazu. Aber ja, alles in allem ist das einfach gut, dass wir im Moment einfach gut hinten stehen und vorne einfach unsere Chancen machen und dann gewinnen wir auch die Spiele. Aber woran liegt das denn genau? Du hast es angesprochen, es ist ein Teamverdienst. Trotzdem ist es ja irgendwie deutlich besser, als wir das vielleicht aus der letzten Saison auch können. Da warst du noch nicht da. Was genau ist da so vielleicht auch die Vorgabe von Edin Terzic? Ja, die Vorgabe ist ganz klar, dass wir keine Geschenke machen wollen den Gegnern. Und ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz, dass, glaube ich, jeder alles dafür gibt, um einfach kein Tor zu fangen. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive haben wir halt einfach die Qualität, die Tore zu machen, und das sieht man auf dem Platz. Zu Beginn der Saison war es bei dir nicht ganz so oder sah nicht ganz so rosig aus. Deine Fußverletzung hat dich so ein bisschen nach hinten geworfen. Wie hast du es geschafft, jetzt in der kurzen Zeit dann doch schon so ein integrierter Teil der Mannschaft zu sein? Es sieht ja teilweise so aus, als würdet ihr schon jahrelang zusammenspielen. Ja, da muss ich sagen, macht es die Mannschaft einem schon einfach sehr, sehr offene Mannschaft. Die Spieler sind ganz cool drauf. Also ich glaube, jeder ist mit jedem gut, jeder macht mit jedem Späßchen, und von daher ist das eigentlich, sage ich mal, für mich persönlich einfach gewesen, ja, klarzukommen. Sprechen wir mal über deine Rolle insbesondere im Mittelfeld. Du spielst zusammen mit Jude, zumindest im Moment. Wie siehst du deine Rolle, was das Ganze betrifft, in der Spieleröffnung, aber auch defensiv? Wie verteilt ihr euch das?
Ja, eigentlich ist das so, dass ich eher den defensiveren Part übernehme, dass sich Jude, sage ich mal, ein bisschen austoben kann. Klar, die Position auch halten muss, vor allem defensiv, aber offensiv ich dann eher, sage ich mal, 2, 3 Ebenen zurückfalle und dass ich vor der Kette bleibe und versuche, die Konterbälle auch abzufangen etc. Aber ja, und im Spielaufbau natürlich die vorderen Positionen zu finden und so in Szene zu setzen. Ja, wie gesagt, du bist nicht nur Abräumer, sondern du konntest ja auch, ich glaube sogar in deinem ersten Bundesligaspiel gleich einen Assist liefern auf einen alten Bekannten, den du ganz gut schon kennst. Flanke von der Grundlinie, das ist ja nicht ganz so normal für dich. Erzähl uns doch mal was darüber. Nee, normal war es nicht. Ich glaube, Marius, auch Ex-Köln-Spieler. Das stimmt, ja. Hat einen Einwurf ganz weit vorne gehabt. Ich wollte eigentlich eher die Position halten, aber habe dann einen freien Raum erkannt. Bin dann vorgegangen, habe geflankt und man hat die Qualität dann auch von Toni gesehen, ne, dass er mit dem Kopf gut ist. Und, ja. Ich habe aber, wenn ich mir alle Spiele so angucke, in denen du auf dem Platz standst, noch eine interessante Beobachtung gemacht. Das müssen wir uns aber angucken. Dann ist es einfacher zu verstehen, was ich meine. Nämlich, wir nennen das Ganze, Sully boxt sich. Was hat es denn damit auf sich? Das habe ich nämlich schon häufiger bei dir gesehen. Echt? Boah, ja, das ist einfach so, um wach zu werden, einmal kurz. Ja? Ja. Da wächst du dich nur auf? Genau. Ich dachte, das wären vielleicht noch so Rudimente aus deiner Du warst ja Ringer, auch, ne? genau, ja? genau, auch, ja. Ja, auf jeden Fall Da kriegt man ja auch natürlich Schläge, glaube ich. Ja, ab und zu mal kriegt man eine. Das ist einfach nur mal, um die Durchblutung, also für mich persönlich zu wecken, und da klatsche ich mir gerne mal so aufs Gesicht. Das mache ich aber jetzt auch vor jeder Sendung, dann stolper ich nicht so rein in diese Berichte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir bleiben mal beim Boxen. Jetzt, wie gesagt, Leipzig vor der Brust. Bisschen wie ein angeschlagener Boxer, läuft alles nicht so. Jetzt haben sie trotzdem eine gewisse Gefahr, die sie ausstrahlen. Was ist das für dich? Ja, Leipzig hat natürlich auch individuell eine gute Qualität, aber wie sagt man so schön, angeschlagene Boxer sind immer am gefährlichsten, und wir müssen einfach bei unseren Zielen bleiben, unserer Sache bleiben und nicht aus dem Konzept kommen, und ich glaube, dann haben wir auch große Chancen, die nächsten 3 Punkte einzufahren. Sie haben sich von Ihrem bisherigen Trainer Tedesco getrennt. Genau. Jetzt ein für uns alter Bekannter, der ja gar nicht vor allzu langer Zeit hier noch Trainer war, dort im Amt. Wie schwer ist es, immer bei so einem Trainerwechsel sich auf so eine neue Mannschaft einzustellen? Weil da ändert sich ja dann doch ein bisschen was. Ja, ich glaube, ein neuer Trainer bedeutet auch gleich neue Impulse. Ich glaube, das kann gefährlich für uns sein, aber im Grunde wissen wir unsere Qualität zu schätzen. Und wenn wir das, wie gesagt, einfach durchspielen, dann haben wir große Chancen, da 3 Punkte einzufahren. Neben dem Trainer noch eine andere spannende Personalie fürs Spiel am Samstag, Nkunku. Der hat uns letztes Jahr ziemlich geärgert, insgesamt in der Bundesliga auch ziemlich viel für Aufsehen gesorgt. Wie hält man so einen Spieler denn in so einem Spiel ruhig? Ich meine, das ist ja dann auch zum Teil deine Aufgabe. Ja, ich glaube, solche Spieler sind natürlich gefährlich, sowohl in der Offensive, defensiv machen die, glaube ich, eher weniger mit. Aber das ist umso gefährlicher für die Defensive von uns. Ich glaube, wenn man so einen Spieler gerne aufs Zahnfleisch geht, glaube ich, nimmt man ihm schnell die Lust am Fußballspielen. Und ich glaube, das sollte man versuchen. Und wie gesagt, generell Leipzig die Lust am Fußball zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann sieht es gut aus. Dann drücke ich dir und uns natürlich die Daumen für das Spiel morgen. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit eurem Feiertagsmagazin für diese Woche. Wie gesagt, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Eins muss ich aber noch sagen, gute Genesung an Nobby. Der ist dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei. Gute Besserung.